Das ist das fluffigste Pfannenbrot, das ich je gebacken habe. Ohne Ofen, nur mit 4 Zutaten. Und am Ende probieren wir es zusammen mit einer Shakshuka. Ich zeige euch Schritt für Schritt das Rezept, mein Geheimtrick für extra weiches Brot und den Vergleich zwischen Pizzaofen und Pfanne. Wir benötigen nur 4 Zutaten: Salz, frische Hefe, lauwarmes Wasser und Mehl. Alle genauen Mengenangaben findet ihr unten in der Videobeschreibung. Zuerst lösen wir die Hefe im lauwarmen Wasser auf. Achtet unbedingt darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist, sonst sterben die Hefepilze ab. Sobald sich die Hefe schön aufgelöst hat, geben wir das gesamte Mehl dazu. Das wird jetzt 10 Minuten lang auf Stufe etwa 3 von 7 geknetet. Das Salz kommt bewusst noch nicht dazu. In meiner Kochausbildung habe ich gelernt, dass Salz die Hefepilze hemmen kann, weil es ihnen Wasser entzieht. Erst nach 9 Minuten gebe ich das Salz hinzu, zusammen mit einem kleinen Schluck Wasser, damit es sich gut verbindet. Nach insgesamt 10 Minuten Kneten drehe ich die Maschine auf die höchste Stufe und knete weitere 5 Minuten. Insgesamt also 15 Minuten Knetzeit. Das macht den Teig elastisch und stark. Jetzt gebe ich etwas Öl in eine Box, damit der Teig nicht anklebt. Wer mein 2 Stunden Baguette-Video kennt, erkennt das Rezept wieder. Denn genau dieses Baguette-Rezept benutze ich 1:1 auch für mein Pfannenbrot. Der relativ feuchte Teig kommt in die geölte Box, wird einmal gleichmäßig verteilt und darf dann für etwa 1 Stunde bei warmer Zimmertemperatur abgedeckt ruhen. Nach einer Stunde kippen wir den Teig auf die bemehlte Arbeitsfläche und teilen ihn mit einer Teigspachtel oder mit einer Spachtel in 4 gleich große Stücke, etwa 220 Gramm pro Stück. Daraus formen wir 4 Teigbällchen. Diese werden direkt ausgerollt, nicht zu dünn bitte, und dann für 20 bis 30 Minuten ruhen lassen, bis sie locker werden und kleine Bläschen bilden. Im Winter kann die Gare auch etwas länger dauern.
2 dieser Brote schiebe ich in den Pizzaofen. Sobald sie fertig sind, wickle ich sie direkt in Papier und packe sie in eine Tüte, so bleiben sie weich. Die anderen beiden Brote backe ich in der Pfanne. Und hier kommt mein Geheimtrick. Ich schließe die Pfanne luftdicht ab. Dadurch entsteht Druck, ähnlich wie beim Druckgaren. Die Feuchtigkeit, die aus dem Teig aufsteigt, bleibt im Inneren und sorgt für einen natürlichen Schwaden, also Feuchtigkeit, die von oben zurück auf das Brot tropft. Das macht das Brot gleichzeitig fluffig und verhindert, dass es zu trocken wird. Wichtig: Die Pfanne sollte auf der niedrigsten, maximal auf der mittlersten Stufe sein, sonst kann die Frischhaltefolie, die ich als luftdichten Deckel benutze, an den Rändern schmelzen. Achtung beim Öffnen, der heiße Dampf ist gefährlich. Wenn die Unterseite fertig ist, drehe ich das Brot einmal um und bestreiche die Oberseite leicht mit Butter. Dann kommt auch dieses Brot sofort in eine luftdichte Tüte, damit es noch weicher wird. Das Ergebnis: außen goldbraun, innen luftig und weich. Schaut euch mal die Krume an, richtig fluffig, perfekt zum Dippen. Und weil Brot am besten schmeckt, wenn man etwas Leckeres dazu hat, habe ich noch eine Shakshuka gekocht. Das Pfannenbrot saugt die Soße perfekt auf, würzig, saftig, einfach genial. Ob Pizzaofen oder Pfanne, beide Varianten sind genial, aber ich finde, mit dem Frischhaltefolie-Trick bekommt man zu Hause wirklich das perfekte Pfannenbrot. Schreibt mir in die Kommentare, würdet ihr es lieber pur machen oder mit Käse füllen? Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr einfache Brot- und Kochrezepte sehen wollt. Bis zum nächsten Mal bei Meini kocht.